Mecklenburgische Seenplatte. Eines der 3 großen Seengebiete Mitteleuropas. Das Herz Mecklenburgs, einer Region, in der seit 12.000 Jahren Menschen von dem leben, was sich aus und mit der Natur herstellen lässt. In Mecklenburg passiert alles 50 Jahre später, soll Reichskanzler Bismarck einmal gesagt haben. Nur in der Landwirtschaft gibt es gerade hier schon immer Einmaliges. Und es ist eine Kulturlandschaft gewachsen in einem langen historischen Prozess. Aber, und das ist der Unterschied zu großen Teilen in Westdeutschland oder auch in anderen Regionen unseres Europa, dass sich hier mit dem Mittelalter Großbetriebe, Gutsherrschaften entwickelten, die ein ganzes Dorf, die Flächen eines ganzen Dorfes eben dann als Bewirtschaftungsfläche hatten. Die Kleinstadt Penzlin war so ein Gut. Von hier herrschte ab 1500 ein Teil der Familie von Malzahn über riesige Ländereien und bis heute ist die Familie mit dem Land verbunden. Die Marienkirche. In der Gruft des alten Gemäuers stehen die Särge einer der einflussreichsten Familien des Landes. Hasenköpfe und Weinrebe. Das Familienwappen der Malzahns. Seit mehr als 500 Jahren prägen die Malzahns den riesigen ländlichen Raum und die Art und Weise, wie hier gewirtschaftet wird. In Sichtweite der Kirche die Burg Penzlin. Hier hob 1816 der erste Gutsherr im Land die Leibeigenschaft auf. Gott sei Dank, dass es ein Malzahn war. Insofern macht mich das natürlich froh. Aber ich meine, nach den Stein-Hardenbergschen Reformen, also gleich nach den Napoleonischen Kriegen, war das natürlich überfällig schon. Und in Mecklenburg dauert das etwas länger und deshalb kam es kurz vor 1848 wurde dann die Leibeigenschaft hier in Mecklenburg abgeschafft. Kriege, der steigende Heeresbedarf, dazu die wachsenden Hafenstädte im Norden und Berlin im Süden ließen die Preise für Getreide, Gemüse und Holz in die Höhe schnellen. Das war die wirtschaftliche Grundlage der Malzahnschen Höfe, eine Art ersten Großbetriebe hier in Mecklenburg. Die Gutsherren jener Zeit reisten durch Europa, brachten neue Ideen, Pflanzen, Techniken und Wirtschaftsweisen von überall her mit. Eine der Pflanzen, die hierher kamen, als es noch die Ländereien der Malzahns waren, ist die Zuckerrübe. Die Globalisierung der Märkte und veränderte Gewohnheiten haben ihre Bedeutung über Jahre sinken lassen. Seit kurzem erst steigen die Mengen wieder. Allerdings geht es heute eher um Futter und Biokraftstoff als um Zucker. Ohne diese neuen Verwendungen wären diese Felder Brachen. Daran war zu den Malzahnschen Zeiten nicht zu denken. Es gab hier gerade in Mecklenburg-Vorpommern einige sehr fortschrittliche Großagrarier, die moderne Methoden der Fruchtfolge, der Humuswirtschaft einführten, die auch schnell neue Produkte, neue Kulturpflanzen hier ansiedelten. Die Zuckerrübe in Tessin, die erste Zuckerfabrik Mecklenburg-Vorpommerns, die dann immer weitere Zuckerfabriken nach sich zog und dann aber auch der Kartoffelanbau, der hier eine Blüte erreichte. Die Abschaffung der Leibeigenschaft gab den Landarbeitern die Freiheit. Genommen hat sie ihnen die Sicherheit. Die Gutsherren sorgten nun nicht mehr das ganze Jahr für sie, sondern bezahlten ihre Dienste nur dann, wenn sie gebraucht wurden. Die befreiten Bauern fallen in den darauffolgenden Jahren noch mehr in Not und Elend. Grund und Boden bekommen sie nur in Erbpacht und zahlen dafür ihr ganzes Leben. Nirgends sonst müssen sie so hungern wie hier in Mecklenburg. Jede 4. Hofstelle wird aufgegeben.
Der Boden in Mecklenburg ist sandig, aber fruchtbar. Die Malzahns in Penzlin gelten als ausdauernd, sparsam, vorsichtig rechnend, mit ausgesprochenem agrarwirtschaftlichem Talent. Von Reisen zu Königshäusern in ganz Europa bringen sie Anregungen mit, wie sie nicht nur die Landwirtschaft auf den Gütern optimieren, sondern auch gleich die ganze Landschaft verändern könnten. Die größte Wirkung erreichte Josef von Malzahn, als er die Dreifelderwirtschaft abschafft und dafür die holsteinische Methode einführt. Auf 7 Schlägen wuchsen Erbsen, Getreide und Futterwiesen im Wechsel. In der Burg erinnern heute die Porträts von Josef und seinem Sohn Ferdinand an die Abschaffung der Leibeigenschaft und daran, dass sie hier eine ganze Kulturlandschaft prägten. Das war hier eine Gutsgemeinschaft, eine eingeschworene Gemeinschaft. Da war der Gutsherr als Nummer 1, aber es war die gesamte Gutswirtschaft. Die Menschen, die hier dann auch im Dorf und in den Dörfern lebten, die waren abhängig vom Gutsherrn, aber der Gutsherr war auf der anderen Seite auch abhängig von den anderen, von den Mitarbeitern. Das war eine deutliche Wechselwirkung. Helmut Freier von Malzahn und seine Frau gehören zu einer von 7 malzahnschen Familien, die nach 1989 wieder nach Mecklenburg gekommen sind. Die beiden Alten nehmen wir nicht. Und am besten wir stellen sie so auf, dass wir möglichst viel vom Turm und allem noch sehen können. In Ulrichshusen haben sich diese Malzahns niedergelassen. Das ist ja fast so hinkommen, wie wir so letztens hatten. Dass die 3 in einer Reihe vor der Eiche stehen. Das wäre praktisch so. Aber Wenn hier die Burg ist, so hatten wir sie letztes Mal so stehen gehabt. 2 hier und 3 so. wäre optimal. Dann hätten wir den Blick nach drüben und Dann würden uns bleibt hier das da frei, so wie sie es und haben wollten. hätten so ein bisschen Ja. Regenreserve. Ne? Nur eine Landwirtschaft zu betreiben würde nicht reichen und wäre nicht zeitgemäß. Das war den Malzahns von Beginn an klar. 50.000 Hektar Land wurden der Familie nach dem Krieg enteignet. Wenn ich was hier mache, oder wenn meine Frau und ich hier was machen, dann muss es auch nicht nur erstens eine malzahnische Touch sein, also eine malzahnische Verbindung zu der Familie sein, sondern es muss auch kulturhistorisch sehr wertvoll sein. Und es muss auch so gestaltet sein, dass es wieder aufbaubar ist. Auch wenn es zerstört war, hat es eine sehr große Chance, wieder aufgebaut zu werden, weil das Umfeld war nicht zerstört. Hier gab es keine Plattenbau direkt daneben. Hier waren nicht irgendwelche wilden, sonstigen Gebäude drumherum. Es war wüst und leer. Das war eigentlich eine Riesenchance. Denn da musste man erstmal sauber machen und man stellte fest, wie bei einem Diamanten, der mit Moos bewachsen ist, oh, der kann glänzen. Das Schloss wurde Anfang des 16. Jahrhunderts für Ulrich von Malzahn erbaut und war mehrere Jahrhunderte lang Residenz der Malzahns. Von seiner alten Pracht war nichts mehr übrig, als der Baron es 1993 kaufte. Ein Brand hatte zu DDR-Zeiten alles zerstört. Nur die Außenmauern standen noch. Ein Hotel, was Touristen aus den großen Städten in diese einmalige Landschaft zieht, wollten die Malzahns schaffen. Kaum hatte der Baron aus der Ruine wieder ein Schloss gemacht, kamen die ersten Gäste zu einem festlichen Konzert. Der weltberühmte Geiger Lord Yehudi Menuhin spielte. Das war der Anfang. Seit 15 Jahren gibt es seitdem regelmäßig Konzerte. Sie locken Menschen auf das Land, die hier ein paar Tage verbringen, regionale Küche genießen und nicht zuletzt Produkte aus der Landwirtschaft der Malzahns und anderer Betriebe der Nachbarschaft kaufen. Das Schlosshotel ist ein Magnet, der weit über Mecklenburg hinausstrahlt. Klein-Ulrichshusen, das kleine gallische Dorf Mecklenburgs mit 34 Seelen, war plötzlich
19 Uhr Nachrichten vor Michael Jackson im Fernsehen. Ich meine, was wollen Sie eigentlich mehr als Staat? Vielleicht am Anfang haben die alle gesagt, der hat einen Knall, aber die haben immer mehr gemerkt, der Knall scheint aber sehr realistisch zu sein, indem er was er tut. Ganz einfach ausgestattet. Und von diesen älteren Leuten, die früher auch... Landtourismus und Kultur. Besucher können sich im Schloss jederzeit umschauen, erfahren von der Geschichte des Hauses, des Malzahnschen Rittergeschlechts und der regionalen Landwirtschaft. Aller von Malzahn ist für den touristischen Bereich, für die Vermietung und die Veranstaltung verantwortlich. Während sie drin die Details arrangiert, kümmern sich draußen 42 Angestellte um die Vorbereitungen für ein Fest am Abend. Nein? Dann auf gutes Gelingen. Als die Malzahns vor 15 Jahren hier anfingen, herrschten im Dorf 80% Arbeitslosigkeit und finstere Zukunftsaussichten. Heute ist ein Großteil der Dorfbevölkerung beim Baron angestellt. Und die Malzahns sind froh, hier Menschen gefunden zu haben, denn nach wie vor wandern viele, vor allem junge Leute, aus diesem Landstrich ab. Wir versuchen so viel wie möglich hier mit den Leuten hier vor Ort zu machen und nicht irgendwelche weitere Unternehmen zu beschäftigen. Ganz einfach deshalb, weil es auch zu teuer ist. Wir müssen sehen, dass wir so über die Runden kommen und für die Mitarbeiter so viel Arbeit schaffen, dass das ganze Jahr rund ist und nicht dann im Winter die in die Arbeitslosigkeit geschickt werden und so. Das haben wir noch nie gemacht und das ist auch nicht unser Ziel. Im Gegenteil, wir wollen komplett für das ganze Jahr hindurch beschäftigen. Und das machen wir auch für 42 Mitarbeiter. Mit Abwanderung hat Mecklenburg schon seit Abschaffung der Leibeigenschaft zu kämpfen. Die Agrarkrisen des 19. Jahrhunderts, später 2 Weltkriege, dann die Industrialisierung. Immer weniger Menschen fanden auf dem Land und in der Landwirtschaft Arbeit. Eine Wildnis entstand, die jetzt eine Chance ist. Landschaft ist Heimat und eine Landschaft, eine Kulturlandschaft, aus der die Menschen fliehen, weil sie eben keine Lerche mehr singen hören, keine Blume mehr sehen können, nur noch 3 Meter hohen Genmais, durch den sie dann fahren. Das kann nicht das Zukunftsbild für Rügen, für Pommern, für Mecklenburg sein. Diese Landschaften sind wichtige Renaturierungsräume, wo Menschen sich wohlfühlen wollen, wo die Städte eben auftanken, und das geht eben nur in einer gesunden Agrarlandschaft mit Menschen, die dort auch sich als Teil fühlen, sich wohlfühlen. Das Ostufer der Müritz, der größte deutsche Binnensee. Ganze Dörfer sind hier verschwunden, sogar noch zu DDR-Zeiten. Mit immer weniger Fläche konnten immer mehr Menschen versorgt werden. Bäume haben das Ufer erobert, kaum waren die Menschen fort. Seitdem wird hier nur noch selten in die Natur eingegriffen. Die einstigen Felder sind ein dicht bewaldeter Nationalpark, der Touristen anzieht. Der Schäfer Albrecht von Kessel kam vor 15 Jahren aus der Großstadt Hannover hierher. Er betreibt mit seinen Schafen Landschaftspflege. Heute will er zum ersten Mal mit den Tieren quer durch den Nationalpark zu einer entfernten Wiese. Diese Tour müssen die Schafe erst noch üben. Wenn alles klappt, will er später Touristen anbieten, diese Weidetour mit ihm und seinen Tieren zu gehen. Die Kombination von Tourismus und Landwirtschaft ist für die Menschen hier das Zukunftsmodell, an das sie glauben und auf das sie setzen. Diese Nutzung ist der Landschaft angemessen. Die Schönheit der Natur macht Tourismus möglich und wiegt damit das auf, was die sandigen Böden an geringerem Ertrag bedeuten. Noch wollen die Schafe nicht zurecht in die ungewohnte Umgebung. Der Hund und etwas Futter helfen. Das klappt wie am Schnürchen, wie alles was Neues. Vielleicht kannst du die olle Stange mitnehmen, die brauche ich eigentlich nicht. Ich versuche das mal
Ja. Allein von der Wolle und dem Fleisch der Schafe könnte Albrecht von Kessel schon heute nicht mehr leben. Na komm her, jetzt geht's los hier. Weil die Schafsbestände zurückgegangen sind und die Tiere wichtig sind, um die Landschaft offen und für die Menschen nutzbar zu halten, hat das Landwirtschaftsministerium ein Programm aufgelegt, welches die Landschaftspflege mit Schafen subventioniert. Na komm her, komm. Gut für den Schäfer und die Natur. So, Kollegen, jetzt geht's auf die frischeste Wiese, die wir noch haben. Kommt her, Kollegen, hier, jetzt klappt das ja. Heute hat ihn das Nationalparkamt gebeten, diese Wiese mit seinen Tieren kurz zu halten. Das rauwollige pommersche Landschaf ist eine alte Rasse, die es nur noch selten gibt. Mit kargen Böden und einem Leben in der Landschaft kommen die Tiere besonders gut zurecht. Na, das war eine extrem arme Gegend, das ist es auch heute noch. Und wenn ich meine Schafe mit Schäfern oder Schafen von Schäfern vergleiche, die auf anderen Bodenverhältnissen in Mecklenburg gehalten werden, dann falle ich immer hinten runter. Meine Tiere sind immer einige Kilo leichter. Es gibt hier eben nur diese Sanderflächen und auf dem Sand sind teilweise Moorböden aufgewachsen nach der Eiszeit. Dies hier ist eine relativ fette Niedermoorwiese und direkt in Zartwitzer Hütte haben wir hauptsächlich Sandböden. Und diese Gebiete sind so arm, dass die in früheren Zeiten immer wieder aufgegeben wurden. Also die Humusschicht war praktisch vollkommen verbraucht. Der Sand ist dann geweht und durch Grabungen, die das Nationalparkamt veranlasst hat, ist hier auch rausgekommen, dass man in größeren Tiefen, in 1-2 Meter Tiefe, immer wieder so dünne Humusschichten findet, alte Besiedlungsspuren. Also das Gebiet ist immer wieder in Beschlag genommen worden, landwirtschaftlich genutzt worden und dann nach einigen Jahren wieder aufgegeben worden. Noch vor 100 Jahren herrschte hier reges Bauernleben. 9 Bauernhöfe gaben 55 Menschen Arbeit. Die letzten haben vor 40 Jahren die Betriebe aufgegeben und ihre Heimat verlassen. Heute sind es die wenigen Schafe, die dafür sorgen, dass die Vielfalt der Landschaft erhalten bleibt. Ohne sie würden offene Flächen schnell zuwachsen. Ein dichter Urwald würde das Land überziehen. So, Kollegen und Kollegen, komm her, jetzt geht's nach Hause. Den Heimweg kennen die Tiere. Auf dem Hof betreibt Albrecht von Kessel mit seiner Frau Ferienwohnungen, ein Café und einen Laden. Hier verkaufen sie die Produkte der Schafe: Fleisch und Wolle. Die blaue Jacke. Ja, die ist aus Wolle, das ist Wollwalk, der ist aber nicht von unseren Tieren. Ja, hier habe ich zum Beispiel eins der Filzviecher von Evi Kaiser aus Kratzenburg. Die haben alle einen Kern aus Wolle von unseren Tieren. Weil dafür kann man nämlich diese Landschaftswolle unheimlich gut verwenden. Da kann man nämlich diese etwas gröbere Wolle der Landschafe gut verarbeiten. Landwirtschaft, Naturschutz, Landschaftspflege und Tourismus gehen heute im Müritz-Nationalpark schon an vielen Stellen eine erfolgreiche Verbindung ein. Nicht der möglichst hohe landwirtschaftliche Ertrag ist hier der Maßstab für den Erfolg, sondern der Einklang von Landschaft, natürlicher Vielfalt, Tourismus und Bewirtschaftung. So sind die Entwicklungspläne ausgelegt und Förderprogramme gestaltet. Der 11-jährige Sohn Georg interessiert sich jetzt schon für die Arbeit auf dem Hof. Vielleicht wird er, so hofft der Vater, hier einmal weitermachen. Dass die Kombination aus verschiedenen sanften und die Landschaft pflegenden Nutzungsformen eine Zukunft hat, daran glauben alle, die hier in der sensiblen Natur des Nationalparks leben und wirtschaften. Im 7 Kilometer entfernten Nachbarort betreut der Schäfer eine weitere Herde. Auch hier geht es vor allem darum, die Flächen rund um das Dorf freizuhalten.
Das schützt im Falle der Fälle vor Waldbränden und hilft, das wechselvolle Gesicht der Heimat zu bewahren. Den Umgang mit Schafen hat er nie gelernt. Er hat einfach angefangen. Eigentlich ist er Architekt. In diesem Beruf arbeitet er auch ab und an als Zubrot zur Schafszucht. Irgendwann, so hofft er, wird sein Betrieb groß genug sein, um sich mit seiner besonderen Weise des Wirtschaftens alleine zu tragen. So wie das jetzt läuft, ist das schon okay. Wir haben ungefähr 30 Hektar, die wir bewirtschaften und pflegen. Davon sind ungefähr 20 Hektar durch die Tiere gepflegt. Also wie zum Beispiel hier hinten das Gelände. Ne? Das wäre, wenn wir das nicht in Pflege genommen hätten vor ca. 5 Jahren, wäre das schon vollkommen verbuscht. Und das ist ja hier direkt der Ortslage, Ortsrandlage. Und diese Lagen sollen natürlich möglichst freigehalten werden, dass die Dörfer nicht so im Wald versinken irgendwann. Alte Rassen und die behutsame Bewirtschaftung haben hier im Müritz-Nationalpark dafür gesorgt, dass Landwirtschaft und Naturschutz nicht Gegensätze, sondern 2 Seiten einer Medaille sind. Die sandigen Böden Mecklenburgs machen das ökologische System besonders sensibel. Der Wechsel von Feldern, Wäldern und Seen ist wichtig für den Artenreichtum und um genug Wasser in der Landschaft zu halten. Mehr als 1000 große und kleine Seen hat die Mecklenburger Seenplatte. Sie prägt damit das Klima und den Wasserhaushalt des Nordostens Deutschlands und bis nach Westpolen. Hier geht es um Landnutzung, um Landschaften, um Räume. Und in diesen Räumen, das sind Ökosysteme, hier ist Leben. Hier haben viele Funktionen stattzufinden. Hier hat sich Grundwasser zu bilden, was ich trinken will und muss, was gut ist. Hier hat eben sich Humus zu mehren, was eben gesunde, wohlschmeckende Früchte erzeugt. Diese Landschaft hat eine Biodiversität zu haben, also die Feldlerche gehört dazu, der Hase, früher auch das Rebhuhn. Und in dieser Landschaft kann nicht Krieg gegen die Natur betrieben werden. Und Landschaft ist nicht vermehrbar. Und ich kann eben eine Landschaft, eine Kulturlandschaft nicht wie eine Fabrikhalle zu Schrott erklären und dann die nächste nehmen. Mecklenburg hat gelitten. Die Industrialisierung der Landwirtschaft kennt keine Vielfalt. Mecklenburg war die Kornkammer Ostdeutschlands. Nach dem Krieg wurden die Mahlzahns und alle anderen Großgrundbesitzer enteignet. Staatsgeführte Großbetriebe entstanden. Riesige Felder ohne Bäume und Sträucher dienten Monokulturen mit Rekorderträgen. Der Preis? Viele Arten verschwanden, der Boden verarmt als Haltemasse für Gras und Dünger. Nach dem Ende der DDR gab es die Chance auf einen Neuanfang. An kaum einem anderen Ort ist die Entscheidung für eine Art des Wirtschaftens so stark auch eine unternehmerische wie hier in Mecklenburg. Und dann gab es eben einen Teil der Altbesitzer, alte Adlige, Großgrundbesitzer, die das wieder als Heimat sahen und alles aufgaben. Eben ein Bassewitz oder da gibt es sehr viele, die dann hierher kamen und dann aber, weil es ja ihre Scholle ist, ihr Eigentum, mit der Geschichte, dann in großen Teilen einen ökologischen Weg gingen und sich als Manager für die Gesamtentwicklung des Dorfes fühlten, Schulen aufbauten, einen Tourismus aufbauten, neue Produkte einführten, dann eben auch Kulturkreise aufbauten. So, und das sind für mich die Hoffnungsträger. Es gibt auch ganz wenige aus der DDR-Nomenklatur, die diesen Weg gegangen sind, aber das sind Ausnahmen. Die Landschaft selbst erzählt, wie das Land bewirtschaftet wird.
Das Schloss in Ulrichshusen ist umgeben von Feldern, die heute zum großen Teil ökologisch bewirtschaftet werden. Der 5 Hektar große Gutspark muss das ganze Jahr gepflegt werden. Ihn wieder so herzurichten, wie er einst im 18. Jahrhundert gestaltet war, konnte nur durch ein deutschlandweit einmaliges Zusammenspiel von Denkmalpflege und Umweltschutz gelingen. Das Schloss ist ein Hotel mit 19 Zimmern und das ganze Jahr geöffnet. Der Kern des Gebäudes ist komplett neu aufgebaut. Eine Mischung aus alten und modernen Baumaterialien und Möbeln soll das frühere Flair des Malzahnschen Luxus erhalten. Das war den Bauherren wichtig. Urlaub machen wie ein Fürst und dabei nachempfinden, wie haben die damals gelebt. Mit ein bisschen Fantasie und Illusionsmalerei. Noch vor 20 Jahren unvorstellbar. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt nach 89, wie man hierher kam, dass einige so ein bisschen, auch die Landarbeiter, also die LPG-Mitarbeiter, nicht so ganz genau wussten, was sie mit der Freiheit sollten. Denn sie waren eigentlich, in der LPG waren sie in einer Ordnung drin. Und jetzt ohne Ordnung und ohne genau gesagt, was getan werden muss, da können manche erstmal schlecht mit umgehen. Und ich könnte mir das so und noch viel stärker vielleicht vorstellen, vor und nach der Leibeigenschaft. Also mir kamen zumindest solche Gedanken, wie ich dann hier zum ersten Mal in den ersten Jahren der Wiedervereinigung. Das Besondere einer Region zu betonen, ist eine Antwort auf den globalen Wettbewerb um Feriengäste und Verbraucher. Eine typisch mecklenburgische Tradition, das Flusskrebseessen. Früher, als es hier noch Krebsteiche gab, war diese Speise typisch für die Gegend. Inzwischen ist es etwas Besonderes und wird nur ein paar Mal im Jahr gekocht. In ein paar Jahren, so hofft der Baron, muss er die Krebse vielleicht schon nicht mehr in Hamburg kaufen. Die Pläne, der Landschaft auch die vertrockneten Teiche zurückzugeben, liegen schon in seiner Schublade. Na, meine Süßen, wollen wir das mal probieren? Ja? Willst du nicht probieren? Komm mal her. So, und jetzt reißen wir hinten ab. Komm mal her. Komm mal her. Komm. Oh nein! Das mache ich erstmal vor. Super. Alles, was die Malzahns machen, soll in die Gegend passen. Das ist ihnen wichtig. Für viele Landwirte und kleine Betriebe in der unmittelbaren Nachbarschaft sind sie schon heute der wichtigste Kunde. Ein paar Kilometer weiter östlich in Altschlön. Heinz-Helmut Cousin ist Ökobauer und wirtschaftet ungefähr so wie die alten Malzahns. Bei ihm ist alles naturbelassen. Keine Chemie, kein Kunstdünger, keine Mastbeschleuniger. Sein Hof besitzt das Biopark-Siegel, das heißt streng kontrollierter Ökostandard. Angefangen haben vor 20 Jahren 16 Betriebe aus Mecklenburg-Vorpommern. Heute sind es 700 in ganz Deutschland. 142.000 Hektar bewirtschaften die Biopark-Mitglieder deutschlandweit. Helmut Cousin kümmert sich um 26 Hektar Ackerfläche. 12 bis 14 Stunden täglich arbeitet er auf dem Feld, versorgt 200 Ökoschweine oder hilft im Landhotel der Familie. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Keiner. Als Kind habe ich das schon machen müssen. Mit 12 und noch jünger. Und dann waren 25 Jahre dazwischen, wo ich da nichts mit zu tun hatte. Und mit der Wende ist das wieder gekommen. Und dann haben wir klein angefangen und dann hat sich das so entwickelt. Und man erlernt alles, das ist keine Frage. Man muss Tierarzt sein, man muss Geburtshelfer sein. Ich kaufe keine Ferkel zu, ich verkaufe auch keine Ferkel.
Mit Ausnahmen, wenn mal irgendwelche Dorfbewohner hier kommen, die selbst wieder 1, 2 Schweine, dann lasse ich mich mal breitschlagen und verkaufe Ferkel. Weil das sind ja Öko-Ferkel und den Preis kann im Grunde keiner bezahlen, wenn ich für Hausschlachtung irgendwie ein Schwein halten will. Jetzt kommt's. So. Jetzt kann man natürlich eins machen, man kann manchmal viele Kneipen auch die Nabelschnur ab. Aber die Nabelschnur lasse ich immer grundsätzlich selbst abreißen. Ich hatte die so lange da rum, bis. Denn ich kriege fürs Kilo Schweinefleisch 2,70, wenn es gut geht. Und im Laden kostet es 12 und 14 Euro. Also, wenn wir das hier auf dem Hof dann ruhig zu konventionellen Preisen verkaufen und immer noch mehr gewinnen, als wenn ich es jetzt abgebe. Mecklenburg ist eine der ärmsten Regionen Deutschlands. Es gibt kaum Menschen, die im Laden höhere Preise für Biofleisch zahlen können. Der Direktverkauf ist für Helmut Cousin deshalb eine wichtige Einnahmequelle. Eine konventionelle, billigere Haltung kommt für den Landwirt nicht in Frage. Dafür ist er viel zu tierlieb. Also ich weiß das aus der Kindheit, wenn so eine Sau geferkelt hat, sonst sind meine Eltern oder mein Großvater nicht von weggegangen. Die waren so lange bei, bis das Ferkeln zu Ende war. Und dann wurden die an die Sau gesetzt und dann in eine große Holzkippe über Winter, wenn es kalt war, dann wurden sie in die Küche geholt, wo es warm war. Und ja, weil jedes Ferkel hat einen gewissen Wert. Ne? Seine Großeltern Marie und August gründen 1936 die Hofstelle, beginnen mit 2 Schweinen und knapp 30 Hektar Land. So können sie sich, die Kinder, einen Knecht und eine Magd ernähren. Nachdem ihre beiden Söhne im Zweiten Weltkrieg gefallen waren, übernimmt Heinz Helmuts Mutter die Hofstelle. Eine warmherzige und resolute Frau, die hier bald ihre eigene Familie gründet. Heute betreiben die Cousins neben Landwirtschaft und Viehzucht auch ein Hotel und eine Gaststätte. Um die kümmert sich Ehefrau Sabine. Nach ihr ist hier alles benannt. Sabines Biobauernhof. Ein Familienbetrieb mit Arbeit von früh bis spät. Ab und an bekommt die Familie Unterstützung von Schülern. Samuel und Florian kommen aus einer mitteldeutschen Großstadt und arbeiten für 2 Wochen auf dem Hof mit als Schülerpraktikanten. Ihre Hilfe können die Cousins gut gebrauchen. Sohn Alexander will den Hof auf jeden Fall übernehmen und Urlaub auf dem Bauernhof anbieten. Mit Ferienwohnungen, ein paar Doppelzimmern und einem Campingplatz in ländlicher Idylle kann sich die Familie ganz gut ernähren. Selbst Urlaub machen kommt allerdings nicht in Frage. Dafür ist keine Zeit. Im Kino war Heinz Helmut Cousin das letzte Mal vor 30 Jahren. Aber das stört ihn nicht. Und langfristig, da ist er sicher, macht hier nur seine Art des Wirtschaftens Sinn. Dieses Land wird eine Zukunft haben, wenn es Qualität erzeugt. In diesem Mitteleuropa, in unserem alten Kulturkreis, haben nur Qualitätsprodukte eine Zukunft. Eben ein Mercedes, ein VW. Die Massenprodukte, die Billion-Produkte werden andere herstellen. Qualität in der Landwirtschaft heißt Wirtschaften mit einfachen Mitteln. Auf einem kleinen Kartoffelacker wird noch angebaut wie vor 50 Jahren. Hier sollen vor allem Enkel- und Urlauberkinder miterleben, wie Landwirtschaft einst funktionierte. Schwiegertochter Dana arbeitet seit 2 Jahren auf dem Hof mit. Eigentlich ist sie Zahnarzthelferin, kommt aus der Großstadt. Inzwischen ist sie sicher, dass sie hier bleiben und wirtschaften will. Ich bin damals hier hingekommen auf den Bauernhof und irgendwo ist das mein Leben. Es macht Spaß, im Winter Schweine ausmisten. Klar, andere mögen das überhaupt nicht, aber mir macht Spaß. Also, und es ist abwechslungsreich. Also es ist nicht jeden Tag dieselbe Arbeit, sondern es sind mal Kartoffeln, mal im Stall, mal Schweine schlachten. Weil ich es einfach eine sinnvolle und gute Sache finde, Tiere so zu halten. Und auch das Futter für die Tiere ökologisch anzubauen und auch für uns, die Kartoffeln, also auch für unsere Kinder eigentlich, weil wir da auch ein bisschen Verantwortung haben, dass die Kinder hauptsächlich ökologische Sachen verzehren.
Die Kartoffeln ernähren Familie und Tiere und sind für das Essen im Restaurant bestimmt. Die Ernte reicht gerade aus, den Bedarf des Hofes zu decken. Die Ferkelzucht ist der aufwendigste Teil und die Spezialität des Hofes. 6 bis 8 Wochen bleiben die Ferkel bei der Sau. Dann werden sie mit Getreide, Schrot und Silage aus eigenem Anbau gefüttert, bis sie knapp 300 Kilo auf die Waage bringen. In Zukunft sollen pro Woche 2 Schweine geschlachtet, auf dem Hof verarbeitet und direkt vermarktet werden. So will er sich als zuverlässiger und kontinuierlicher Anbieter von Bioprodukten einen Namen machen. Heinz-Helmut Cousin baut nebenbei noch einen Archehof auf. Dafür muss er mindestens 5 existenzbedrohte Landtierrassen von der roten Liste züchten. Ist gut. Weil ein Zuchtbulle auf dem Hof zu gefährlich wäre, muss regelmäßig die Besamerin kommen. Und auch das seltene ungarische Wollschwein gehört zu den bedrohten Arten. 4 verschiedene bedrohte Rassen hat er schon zusammen. Eine fehlt ihm noch. Dann, so hofft der Landwirt, wird sein Hof als offizieller Archehof für Urlauber noch interessanter. 1, 2 und 3. Die Landschaft wird also immer wertvoller. Aber das nur, wenn sie ihre Funktionstüchtigkeit erhält, eben Grundwasser bildet, eben durch Feuchtgebiete verdunstet und damit Kühlung bringt. Es wird immer heißer, indem eben in dieser Landschaft Biodiversität, Schöpfung erhalten wird und nicht erhalten wird. Das sind alles Funktionen der Landschaft. Und das Problem ist, dass diese immer knapper werdenden Güter, also Grundwasserbildung, CO2-Bindung, Humusmehrung, bisher noch keinen Preis haben in unserer neoliberalen Ökonomie. Und wenn wir es nicht schaffen, diesen immer knapper werdenden Umweltgütern, die für den Fortbestand der menschlichen Zivilisation unabdingbar sind, einen Preis zu geben und dem Landwirt, der Humus mehrt und damit CO2-Senke mehrt, also Kohlenstoff aus der Luft im Boden bindet, wenn wir da nicht diesen fördernden, die für die Zukunft wichtigen vergüten, honorieren, dann geht es schief. Immer dann, wenn Landwirtschaft in Mecklenburg nicht von der regionalen Spezialität lebt, steht sie im globalen Wettbewerb. Hochsaison in der Zuckerfabrik Anklam. 11.000 Tonnen Rüben am Tag. Die Fabrik ist die letzte in Mecklenburg-Vorpommern, gehört einem holländischen Unternehmen und liefert Zucker und Kraftstoff weit über Mecklenburg hinaus. Für die Kunden dieser Fabrik zählt nur der Preis. Eine möglichst hohe Ausbeute und weitgehende Automatisierung machen sie konkurrenzfähig. 3 Monate im Jahr ist in Mecklenburg Zuckersaison. Ingo Kuchenbrand arbeitet schon 40 Jahre in dem Betrieb. Der Geschäftsführer lernte Landmaschinenschlosser, studierte danach Landtechnik und Ökonomie. Vor 30 Jahren war das, man kann sagen, Dreckloch. Die Leute arbeiteten sehr schwer teilweise, viel mehr als heute. Und das ist eben völlig anders geworden. Früher hätten wir hier auch nicht sitzen können vor diesem Rübenwerk, sondern hätten Gummistiefel angehabt und wären in einem 10 cm hohen Schlammschicht gewartet. Heute können wir Halbschuhe anziehen und es ist eben nicht mehr so. 1893 wird die Zuckerfabrik gegründet, produziert bald darauf auf dem technisch höchsten Stand der damaligen Zeit. Durch den Bau haben viele Menschen aus der Region zumindest für einige Zeit eine Perspektive. Auf den Höfen der Umgebung stellen immer mehr Bauern auf den Rübenanbau um. Der Zucker aus Mecklenburg ist viel preiswerter als der aufwendig importierte Rohrzucker. Auf dem Land leben etliche Rübenbauern gut von dem Geschäft mit dem Zucker. Heute hat die Fabrik Arbeit für 120 Angestellte. In einer Region mit bis zu 28% Arbeitslosigkeit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Es ist die letzte Zuckerfabrik in Mecklenburg-Vorpommern. Der Preisdruck sorgt dafür, dass Rüben immer weiter gefahren, Zuckerfabriken weniger und größer werden.
Hier in Anklam geht man seit ein paar Jahren neue Wege, um den Betrieb zu erhalten. Nur mit Zucker würde das nicht mehr gelingen. Ein immer größerer Anteil der Produktion geht in andere Produkte. Treibstoffe und Futter zum Beispiel. Die Werte haben und dann dürfen wir hoffentlich umstellen im Silo, damit wir vorwärts kommen. Ja. Gut. Ja, frischer Zucker aus diesem Jahr. So. Von jetzt? Von jetzt, von jetzt. Guck mal, Frischer geht nicht. Na, Remy, die Kristalle, na gut. Die sind gut. Na ja, gut. Na ja. Schön blank. Ja. Süß ist er auch. So soll er sein. So soll er sein. So, dann bringen wir ins Labor und mal sehen, was das für ein Wert wird. Durch neue Technik kann immer mehr produziert werden. Doch die Zuckerproduktion ist quotiert. Produziert eine Fabrik mehr, muss eine andere im Land ihre Produktion einschränken. Von 2006 bis 2009 haben deshalb europaweit 120 Zuckerfabriken schließen müssen. Was uns jetzt Schwierigkeiten macht, sind bestimmte Repressionen, die seitens des Staates, also Deutschland und auch der EU erfolgen. Wir sind also begrenzt auf eine Produktionsmenge im Jahr noch. Es wird wahrscheinlich 2014, 2015 auslaufen. Und wir mussten in den letzten Jahren sehr stark reagieren. Wir haben ein Ethanolwerk gebaut, neben der Zuckerfabrik, auf Basis Zuckersaft und stellen diesen Alkohol zur Beimischung zur Verfügung an die Raffinerien. Das sichert nicht nur die Arbeitsplätze hier in der Fabrik, sondern ist auch Existenzgrundlage für über 400 Rübenbauern in der Umgebung. Pro Jahr werden 56 Millionen Liter Bioethanol aus Anklam in Raffinerien dem Treibstoff beigemischt. 5% muss der Anteil an deutschem Benzin betragen. Modernste Technik, Umweltbewusstsein und nachwachsende Rohstoffe sind zukunftsweisend in Mecklenburg. Überall müssen Landwirte umdenken, um am Markt bestehen zu können. In Ulrichshusen haben die Nachfahren der Malzahns, die hier einst die Leibeigenschaft abschafften und so die Moderne in der Landwirtschaft einläuteten, mit ihrem Schlosshotel ein Beispiel gesetzt, wie eine moderne Entwicklung im ländlichen Raum aussehen kann. Ja, so ist es. Ja, Dieses gesamte Areal, ungefähr so knapp 60 Hektar, das sind ja tiefliegende Wiesen. Und die zu meiner Landwirtschaft gehören. Und dort hinten ist eine frühere Siedlung gewesen, Sagel. Die sind aber dann in Mitte des 19. Jahrhunderts, die Leute sind nach der Abschaffung der Leibeigenschaft, sind die wesentlich dann nach Amerika ausgewandert. Und hier auf diesen Flächen, die etwas sehr tief liegen, waren hier Teiche früher auch. Die sind aber alle verlandet und jetzt sind das saure Wiesen. Und zusammen mit dem staatlichen Umweltamt haben wir dann uns überlegt, wie wir das hier attraktiver gestalten können. Das kann eigentlich nur, nicht für meine Generation, vielleicht die nächsten Generationen. Und man muss immer weiterdenken, wenn man nicht nur Landwirt, sondern auch Forstwirt ist. Dann denkt man in Generationen und dann kann das vielleicht eine bessere Zukunft sein. Helmut Freiherr von Malzahn ist sehr traditionsbewusst, möchte die Geschichte seiner malzahnschen Familie nicht in Vergessenheit geraten lassen. Sein Schmied hat er beauftragt, ein ordentliches Tor für die Familiengruft unter der Penzliner Kirche anzufertigen. Ja, genau. Aber die Hespen die hast du auch schon fertig, ne? Ja, wunderbar. Genau. Schloss funktioniert auch. Funktioniert alles. Ja, super. Ja, das war ja ein gutes. Hast du einen guten Schlüssel, einen zweiten Schlüssel gemacht? Ja. Für den Pastor. Wunderbar. Erstmal, Hermann ist der beste Schmied des Landes und
Das ist natürlich ein besonderer Beitrag in Penzlin, in der Gruft und so, die jetzt fertig gemacht wird, auch mit Unterstützung unserer Familie und alles wieder aufgeräumt wird. Da dachte ich, das ist eine ganz gut und wichtige Sache, dass wir auch einen Beitrag, wir hier aus Ulrichshusen, auch einen Beitrag leisten und dass wir auch in jedem Fall das Tor machen. Das Tor mit dem Wappen und so. Und wir können nächste Woche das einbauen. Hier hast du ja extra, den hast du ja gut gemacht. Er hat ja sämtliche Werkzeuge sich selbst gemacht. Das ist ja nicht so, dass das einfach alles hier von der Stange kommt. Das sind alles selbst geschmiedete Stützen. Ach so, und ob du für Tresso diese Querstützen hast? Neben den 42 Angestellten im Hotel profitieren, so wie der Schmied, viele Handwerker der Umgebung vom Betrieb des Barons. So bleibt hier trotz dünner Besiedlung und landwirtschaftlicher Prägung eine Infrastruktur erhalten, die es anders kaum gäbe und die den Lebensstandard insgesamt verbessert. Weil wir ja die 2 Meter Stücke dazwischen. Meine ich. Aber in den 2 Meter Stücken wollte ich jeweils immer einen so einen Geraden rein. Hermann, hast völlig recht. Hast recht. Einen Geraden rein und das ist in Ordnung. Ne? Alles klar. Klar? Okay, tschüss. Tschüss Wochenende. Das ist eine Chance, die kriegt man einmal in 200 Jahren mit anzupacken und zuzupacken. Wer hätte gedacht, vor 89, dass so eine Wende kommt und diese Möglichkeiten hier dann des Mitanpackens wieder gegeben sind? Keiner. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, was sind 40 Jahre in einer Geschichte von 800 oder 1000 Jahren Mecklenburg oder 800 Jahre unserer eigenen Geschichte, dann ist das tendenziell ein Fliegenschiss. Der Erfolg gibt dem Baron recht. Schon bald will er sein Hotel ausbauen, sollen weitere Zimmer in anderen Gebäuden auf dem Gelände entstehen. Die Geduld, die Helmut von Malzahn als Forstwirt und bei seiner Landwirtschaft hat, kommt ihm als Hotelier völlig abhanden. Guck mal, und die haben hier. Aber ich habe auch keinen Fall so grün hier, so wie die. Was? Das kann doch gar nicht wahr sein, sowas hier. 83 Stück haben. Völlig unmöglich. Oh Mann. Ja, das kann ich immer noch machen, wenn es ja, regnet. Und wann ist hier ich will dann die Rüstung abbauen. Wann? Ja, in der Woche ist das fertig. Ende der Woche? In der Giebel, ja, nächste Woche. Ende nächster Woche? Ende nächste Woche. Ja, ich meine, nicht diese Woche, wir haben bloß noch heute. Oh, Kinder. Ne? Wann werden wir denn fertig, Mensch? Ja, die Woche. Nächste Woche. Ende nächste Woche. In ein paar Jahren, so hofft er, werden seine Töchter den Betrieb übernehmen. Bis dahin will er aber noch einige Spuren hinterlassen. Eine Open-Air-Bühne soll entstehen und sein Teichprojekt soll erste Ergebnisse haben und die Gegend noch attraktiver für Touristen machen. Das ist sein Verständnis von Nachhaltigkeit auf dem Lande. Was wir heute brauchen, sind Modelle, in denen eben Landnutzung, Tourismus und Naturschutz eben eine Einheit bilden. Eben eine Landbewirtschaftung, die eben darauf achtet, dass die Feldlerche, der Hase, die Mohnblume ihren Platz haben und damit ein Städter in diese ländlichen Räume gerne geht. In Ulrichshusen steht heute das Abschlusskonzert der Sommersaison auf dem Programm. Das kleine Dorf ist mit Musik berühmt und mittlerweile das Herzstück der Festspiele Mecklenburg-Vorpommerns geworden. Nach wie vor kommen Besucher nicht nur aus der unmittelbaren Umgebung, sondern aus ganz Deutschland hierher. »1000 Zuschauer passen in die Konzertscheune gleich gegenüber des Schlosses. Alle erwarten die 9. Sinfonie von Anton Bruckner und das Berliner Konzerthausorchester. Die meisten werden länger bleiben als nur für diesen Abend oder wiederkommen.
So übernehmen die Menschen hier in Mecklenburg mit ihrer Art, Tourismus, Landwirtschaft und Kultur zu verbinden, Verantwortung für eine ganze Region. So können sie die Traditionen bewahren und modern ihre Heimat gestalten, wie einst ihre Vorfahren, und wieder Vorbild sein für andere ländliche Regionen, denen ein Strukturwandel bevorsteht.